Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Episode 7. Mein Name ist Suicide Snowman und anscheinend haben wir aktuell das Radar doch noch nicht. Warum haben wir das Radar noch nicht? Ich habe doch, glaube ich, das letzte Mal den Node bereits aktiviert, oder habe ich das verpeilt? Ja, ich glaube, ich habe ihn aktiviert. Aber gut, macht nichts. Dann aktivieren wir den eben jetzt. Genau. Und jetzt können wir uns mit Radar auf die Suche nach... Ah ja, da haben wir auch schon den ersten Sprengsatz. Also hier muss er irgendwo sein. Der Toilette. Ah, da haben wir Pentazemin. Immerhin. Ah, im Spiegel. Ah, da rechts oben. Okay. Hier hört man ihn sogar. Dann war... Ja, wir haben ja vor ein paar Episoden, habe ich auch schon mal so ein Piepsen gehört. Auf der vorherigen Strebe. Das wird dann wohl... dort auch ein C4, dann wird dort wohl auch ein C4 platziert sein, denke ich. Raiden here. I took care of the C4 in Strut C. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. Gut, dann weiter Richtung... Ja gut, drehen wir einfach um und gehen, würde ich sagen, wieder zu A zurück. Und gehen die Streben dann im umgekehrten Uhrzeigersinn ab. Hier haben wir einen Cypher. Jetzt ist er gerade unten. Ja, in dem Moment, wo sie so tief liegen, ist Hangeln halt echt eine blöde Idee. Denn dann nehmen sie einen natürlich auf jeden Fall mit. Okay, hier haben wir jetzt auch Gegner innen drin. Ah, hier muss irgendwo C4 sein. Ich schätze mal drin, dass sich der Sensor stark auf hier drin beschränkt. Freeze! So. Schnappen wir uns den mal. Sehr schön. Wir haben leider ja noch keine... keine Betäubungswaffe. Habe ich ihm jetzt das Genick gebrochen? Ich wollte ihn doch eigentlich nur ohnmächtig würgen. Okay, ich habe ihn anscheinend getötet. Das war leider nicht geplant. Ja. Aber gut. Haben wir jetzt halt eine Leiche auf unserem Konto. Da oben war doch auch noch irgendwas. Ja, also ja gut, das ist die M9-Munition eben für die Betäubungswaffe. Den lassen wir mal hier stehen. Und gehen direkt weiter zu Strebe A, um auch dort das C4 zu entschärfen. Oh, 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 oh. Okay, jetzt rüber. Ja,
lauf du ruhig. Ne, du hättest auch noch ein Stück weiter gehen können. Hätte mich jetzt nicht gestört. Verdammt. Na gut, ich habe ja noch etwas Grip, aber... Geh weg. Danke. So, beeilen. Es war knapp, aber es hat noch funktioniert. Es hat gerade noch so funktioniert. So, den schnappen wir uns gleich. Das hätte auch anders ausgehen können. Kein Alarm, aber eine weitere Leiche. Gut, okay. Immerhin kein Alarm ausgelöst. Falsche Waffe ausgewählt, ne? Ist das hier drin versteckt? Mittendrin oder was? Oh, oh. Da oben haben wir eine Wache, die hoffentlich jetzt nicht... Nicht gerade die sauberste Art gewesen, jetzt hier zu agieren, aber bevor er jetzt da rausläuft und die Leiche entdeckt, niete ich den lieber selbst noch um. Was haben wir denn hier? Pentazemin, oder? Hier geht's nicht weiter, ne? Kommen wir hier unten durch? Auch nicht. Unter den Rohren dann. Ja. Das ist sogar die richtige Richtung gewesen. So, einmal das Kühlspray. So. This is right. Inklusive The Kodekgespräch. C4 found in Strut A has been frozen and disposed of. Explosives were planted in the pump room on the first floor. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fatman can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal writing. I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. Okay, ich wechsle aber dieses Mal direkt auf die Socom wieder zurück. Nicht, dass mir das ein zweites Mal passiert wie vorhin. Ich kann mich jetzt auch nicht rüber, weil irgendwie muss ich ja dort rüber kommen. Jetzt hier links? Nein. Okay, na, hier unten geht es definitiv nicht entlang, da vorne auch nicht. Gehen wir hier noch runter, was haben wir dann hier? Nee. Hier ist auch dicht. Ja. Okay, dann gucken wir jetzt noch ganz kurz auf die andere Seite. Denn diese Box hier würde mich schon interessieren. Ja gut, leichter als erwartet. Was steht denn auf dieser Box so drauf? Verderbliche Lebensmittel, okay. Gut. Ja, der Vorteil von den Boxen hier ist nämlich nicht nur, dass man sich darunter verstecken kann, sondern man kann damit von Strebe zu Strebe reisen, je nachdem, wie die Box beschriftet ist. Beispielsweise die Box mit den verdorbenen Lebensmitteln jetzt würde uns dann in den Bereich mit Lebensmitteln führen. Also zur Lebensmittelaufbau. Wahrscheinlich dann in den Essensbereich. Und ja, da gibt es eben auch noch andere Boxen, die dann zu anderen Stellen hin transportiert werden.
Und auch diese gilt es dann natürlich zu finden, wenn man den Luxus der Transportwege nutzen möchte. Ja. Knapp, aber hat gereicht. Und es muss nur reichen. Ich habe eh nur eine Level 1 Card. Das heißt, da würden wir eh nicht reinkommen. Ja, dann gib mir die endlich. Ich habe die M9. Meine Waffe. Das ist meine Waffe. Da kommt doch garantiert gleich einer um die Ecke. Na gut, der da vorne wahrscheinlich nicht. Der patrouilliert zu weit entfernt. Aber der hier vorne stand, müsste theoretisch ja auch irgendwann wieder hier ankommen. Ja, schlechte Idee. Ich wollte eigentlich, genau. Ihr hört es nicht, aber ich spüre jetzt mal den Puls. Ja. Ich wollte gerade sagen, ihr hört es nicht, aber ich spüre den Puls. Freeze! Don't kill me. Jetzt, oh, doch, hört ihr den Puls? Ich glaube, ihr hört den Puls sogar. So. Sehr schön, jetzt habe ich endlich die Betäubungspistole. Das vereinfacht einiges. Und hoffe mal, dass es bei den 2 einzigen Kills bleibt dann auch. Die ich bisher begehen musste jetzt. Oh. Hier steht er ja. Das hätte schief gehen können. Da hatte ich ja mal richtig Glück. So, dich können wir hier liegen lassen jetzt. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ich weiß, dass hier noch Gegner sind. Da so ein Gefühl. Da unten der. Gut, der muss. Ja. Oh nee. Ja, jetzt schicken sie gleich jemanden hier hoch, der sich darum kümmern soll. Zack. Schnell hier weg. Jetzt finden sie eben die 2 von oben. Bis dahin möchte ich eigentlich gerne schon hier weg sein. Vor allem, da ich die... ja. Nein, 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 nein. Nein. So. Wo ist der Note, verdammt? Wo ist der Note? Ah, hier ist der Note. Jetzt finden sie jemanden, haben aber keinen Alarm ausgelöst. Immerhin, und ich habe jetzt dann... War das knapp? Hier haben wir noch Box 2 für Elektrogeräte. Ich ziehe die jetzt gleich mal an, denn ja, das habe ich mir gedacht. Es kommt auch hier noch die Unterstützungseinheit dazu. So, jetzt hier rüber.
müssen doch bestimmt hier... Ich wollte gerade sagen, hier geht's bestimmt unten drunter durch. Oh. Nein, 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 nein. Du sollst da rein. Ich sehe hier kaum was. Das ist das Problem. Bewege ich mich gerade? Ja, ich komme nicht so einfach darüber, aber hier ist die Tür auf jeden Fall mal. Nee, so komme ich hier nicht rüber. Naja. Gut, ist wahrscheinlich das so kommt. Schalldämpfer, so wie ich das sehe. Steht zumindest mal so kommt drauf und unten drunter könnte es Suppressor sein. Also von daher ist es jetzt nicht allzu schlimm, wenn ich das nicht bekomme hier. So. Gleich auf zur nächsten Strebe. Die schaffen wir, denke ich, noch. Es sei denn, hier passiert jetzt doch irgendwas Besonderes. Cutscene oder so. Wäre ja möglich. Nicht unwahrscheinlich. Okay, Kollege. Genau. Sehr ruhig hier. Be careful. There are Claymore mines around there. Who is this? Stealth equipped Claymore mines, invisible to the naked eye. Use the mine detector. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Deep Throat? You mean from Shadow Moses? Mr. X, then. Mr. X now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know anything about it? No. And whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think... I caught that part too. But the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Exercise extreme caution. Okay, auch hier wieder ein kleiner Seitenhieb zum ersten Teil. Ich hatte doch hier eben noch irgendwo... Ah ja, hier mein Detektor. Ja gut, okay, das erklärt natürlich, warum hier nichts los ist an Wachen. Jetzt schleichen wir hier mal ganz entspannt, jetzt können wir sogar laufen. Und wenn ich jetzt gerade so auf die Uhr gucke, haben wir 19 Minuten, also so um die 20 Minuten für die Episode jetzt dann gleich. Deswegen würde ich hier jetzt abspeichern. Und dann das nächste Mal. Do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. Sobald Rose fertig You're ist. right. Sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There were all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler Building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler Building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum.
And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Ja, du, Rose, hättest jetzt auch gleich dranbleiben können. Wenn du hier schon diese Folge überziehen möchtest, dann mach es bitte gleich richtig. Denn ich wollte auch noch bei dir abspeichern. Dann muss das jetzt ein komisches Gespräch Jack, werden. is that you? Aber gut, wie gesagt, ich beende die Folge für jetzt. Und wenn euch die Videos gefallen, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da oder abonniert den Channel, wenn ihr auf dem aktuellen Stand bleiben wollt. Und ansonsten danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Rose, no comment? About? I've killed someone. Jack, it's a battlefield. My opponents are living, breathing human beings. This isn't like the VR training. They have bodies. They have had lives. I took all that away from them. But you've got no choice if you want to survive. And yet, maybe because of the VR training, I can't help but try and block out that reality. It's the only way I can manage to fight. Jack, What? I don't care what it takes, just as long as you come back alive. Do whatever it takes, please. Just come back in one piece. Okay.